Frische Rindsroulade nach Großmutters Art. Da ist er wieder. Kalle kocht. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Carmen, schau mal hier. Hier haben wir 8 Prachtexemplare Rindsrouladen von meinem Schlachter schon mal vorbereitet. Für unsere Füllung unserer Rindsrouladen brauchen wir zum einen Senf, wir brauchen Zwiebeln und wir brauchen Gewürzgurke und fetten Speck. Es gibt viele Rezepte, wo durchwachsener Speck hineinkommt. Ich finde aber, dass der fette Speck noch etwas ganz Besonderes ist. Und schließlich hat meine Großmutter es auch immer so gemacht. Und für unsere Soße noch ein bisschen Röstgemüse, in diesem Fall einfach nur Zwiebeln und Karotte. Wer mag, gerne noch ein bisschen Sellerie oder Petersilienwurzel hinein. Es kann nur noch besser werden. Für mich reicht heute Karotte und Zwiebel. In vielen, vielen Rezepten werden rohe Zwiebeln auf die Rindsrouladen draufgegeben. Ich habe es immer ganz gerne, wenn ich sie vorher ein bisschen anschwitze, weil sie kriegen noch ein bisschen mehr Aroma, wenn sie einmal Hitze bekommen haben und nicht nur vom Schmoren nachher, sondern das Produkt selber, die Zwiebel darf auch schon nach etwas schmecken. Wir wollen das unterstützen, indem wir jetzt ein bisschen Salz und Pfeffer dazu geben. Wenn die schön glasig sind, kommen sie später auf unsere Rouladen. Unsere dünn geschnittenen und vielleicht plattierten Rindsrouladen werden jetzt mit Pfeffer und Salz gewürzt. So, als wenn ihr einen Steak würzen würdet. Richtig schön kräftig darf es gewürzt sein. Mit Salz und Pfeffer. Sind unsere Rindsrouladen gewürzt mit Salz und Pfeffer, geben wir ein bisschen Senf oben drauf. Ich mache da immer so einen Löffel und das Ganze wird jetzt gleich verrieben. Das geht mit so einem Menülöffel ganz gut. Gleichmäßig den Senf verteilen. Eine Frage, darf ich? Du darfst immer was fragen, liebe Carmen. Warum machst du da jetzt Senf drauf? Ist das für den Geschmack oder wird das Fleisch geschmeidiger oder wozu macht man das? Nee, das ist Geschmack. Rind und Senf passt hervorragend. Gerade die Rindsrouladen, die leben auch nachher in der Soße von so einer leichten Säure und das bringt uns der Senf mit. Und hat das deine Großmutter früher nicht gemacht? Doch, eben hat sie. Und ich habe es auch immer gemacht, ja. Aber ich weiß gar nicht warum. Ja, warum? Es ist der Geschmack. Eigentlich nur der Geschmack. Mit dem Fleisch passiert durch den Senf relativ wenig. Durch die Säure wird es vielleicht ein bisschen mürber, aber das wird es durch Schmoren eh. Also Senf drauf. Wenn ihr die Gewürzgurken in die Rouladen gebt oder auf die Rouladen gebt, bitte das Gewürzgurkenstückchen ans Ende legen, weil wir wollen hier hinten anfangen aufzurollen. Unseren fetten Speck, Carmen, ich meine den Speck, ich meine nicht mich. Kannst du bitte wieder auf den Speck filmen? Sag mal was. Ja, ich finde es gut, dass du es extra nochmal betont hast, ja. Damit die Leute es auch ja, genau. 8 schöne Scheiben dicken, fetten Speck. Wer es ein bisschen magerer will, habe ich ja schon gesagt, darf gerne den durchwachsenen nehmen. Ich nehme gerne den fetten, weil der schmilzt so herrlich. 8 Stücke. Ich habe früher immer Bacon genommen. Ja, das ist ja der durchwachsene Speck. Aber, was habe ich denn jetzt hier gezählt? 2, 4, 6, 8. Fertig. Darf ich noch mal etwas fragen? Löst der Speck sich total auf in der... Nein, er wird noch da bleiben. Und Menschen wie du, ja, die ihn dann nicht so toll finden, lassen ihn einfach an der Seite liegen. Aber das Fleisch ist so mager. Das ist ja nur aus der Keule geschnitten. Da ist kein bisschen Fett dran. Und wir brauchen diesen Speck, um einfach Saftigkeit zu garantieren, dass die Roulade nicht so furchtbar trocken wird. Okay. Auch diese Stückchen Speck einfach hier hinten an die Gurke anlehnen. Meine Zwiebel habe ich jetzt mit ein wenig Öl, Salz und Pfeffer angeschwitzt. Carmen, schau mal hinein. Man sieht schon richtig, dass die geschmeidig geworden sind. A, haben sie jetzt ein bisschen mehr Geschmack, als wenn sie roh wären. Und zum anderen kann ich sie natürlich jetzt wunderbar platzieren, weil sie weich geworden sind. So, also alles, was ich an Zwiebel habe, verteile ich jetzt hier in meine wunderbaren Rouladen, weil auch das bringt mir Geschmack. Und wie ich finde, Carmen, film noch einmal rüber, es sieht doch jetzt schon total lecker aus. Obwohl noch... Schon so gut. Und es riecht schon so gut. Das sind übrigens, was jetzt so lecker riecht, das können ja nur die Zwiebeln sein. Und das ist noch ein Argument mehr, sie anzuschwitzen. Unsere kleinen Freunde werden jetzt aufgerollt. Ich fange hier unten an, schlage das ein und roll sie möglichst eng auf. Möglichst eng. Schaut mal. Oh, ist das eine Prachtroulade. Und die zweite folgt sogleich.
Das machen wir jetzt 8-mal und dann werden sie aufgespießt. Mit unserem Holzspießer oder mit einer Rouladennadel spießen wir jetzt das Fleisch zusammen. Ich mache das immer so, als wenn ich nähen würde. Ich piek's oben von unten, oben rauskommt und wieder durch, sodass der Spieß praktisch flach liegt und dann kann ich meine Roulade schön anbraten. Und diese in Mehl gewendete Roulade brate ich jetzt in heißem Fett in Omas Breta kurz an von allen Seiten, dass sie schön braun werden. Und damit der kleine Topf hier, dieser kleine Breta, um Gottes Willen nicht anfängt zu kochen durch die Kälte der Rouladen, brate ich erstmal nur die ersten 4 an, nehme sie heraus und dann die zweiten 4. So, sind die Rouladen so schön angebraten wie jetzt, dann nehmen wir sie heraus und braten die nächsten 4 an. Die nächsten 4 Rouladen sind auch angebraten, die nehmen wir jetzt raus und dann wollen wir uns um die Soße kümmern. In unseren Breta, wo eben noch die Rouladen drin gewesen sind, geben wir jetzt Zwiebeln und unsere Karotte hinein. Upsala, 2 daneben. Und braten das Ganze ebenfalls an. Wenn wir also leichte Röststoffe entdecken, ohne dass es schwarz wird, geben wir da etwas Tomatenmark da hinzu. Für diese Menge würde ich jetzt mal behaupten, das sind so 3 gehäufte Esslöffel Tomatenmark. Das Ganze braten wir kurzfristig mit an, aber es vermischt sich relativ schwierig in unserem Gemüse. Deswegen kommt dort jetzt ein bisschen Rotwein dazu, um das Ganze abzulöschen. Carmen, bleib ruhig mal drauf. Natürlich kann man das auch mit Wasser machen oder aber mit einem Traubensaft ohne Alkohol. Ein kleiner Schuss. Und jetzt kochen wir praktisch mit dieser Feuchtigkeit die Röststoffe von unserem Pfannenboden, von unserem Breta-Boden los. Und ihr seht nur durch diesen kleinen Schluck, wie sich, das ist ja jetzt nicht geschnitten, wie sich die Farbe hier verändert. Und Carmen ist mein großer Zeuge. Ich habe da jetzt kein Maggi-Pulver oder vergleichbares Produkt dazu gegeben, sondern es ist wirklich nur, das sind die Röststoffe unserer Rouladen und das sind die Röststoffe von unserem Gemüse. Carmen, es duftet doch jetzt schon unglaublich, oder? Total lecker, sagt die Carmen. So, immer schön dafür sorgen, dass am Topfboden keine Dinge da irgendwie festbrennen. Da muss man immer mit so einem Gerät dafür sorgen, dass das alles schön sauber ist. Jetzt lassen wir das noch mal ein bisschen brutzeln und man hört, es fängt schon wieder an zu knistern. Das heißt, hier entstehen neue Röststoffe und die werden wir jetzt gleich noch einmal mit Rotwein löschen, ablöschen, deglasieren, ne? Für die Fachleute unter uns. So, das ist der zweite Gang hier. Noch einmal ablöschen, um noch mehr Röststoffe freizukochen und die Soße wird bei jedem Mal, wo wir das deglasieren, wo wir das ablöschen, immer dunkler. Schaut mal, das sieht doch schon richtig nach einer dunklen Soße aus. Dass der Herd dabei ein bisschen leidet und eingesaut wird, gehört zum Spiel dazu. So, schaut mal, da haben wir noch mal einen braunen Soßeneinsatz. Lecker! Auf diesen braunen Röstansatz geben wir jetzt unsere Rindsrouladen. So, da sind sie jetzt, unsere Freunde. Setzen wir jetzt schön nebeneinander ein. Das ist hier eine schöne große für Papi. So, jetzt haben wir sie da schön verstaut. Das, was sich jetzt hier an Fleischsaft gebildet hat, kommt natürlich noch oben drauf. So, da kommt jetzt der versprochene Schluck Wasser dazu. Wasser ist in diesem Fall völlig legitim. Natürlich könnt ihr auch eine sehr neutrale Brühe von einem Kalb oder ähnliches benutzen. Aber überlegt euch mal das Verhältnis zwischen dem Fleisch, dem Röstgemüse und dem Wasser. Das heißt, dieses Wasser wird ja zur Soße durch diesen Fleischanteil. Brauchen wir nicht extra eine Brühe. So hat das Großmutter auch gemacht, hat immer funktioniert. Wie gesagt, Lorbeer noch dazu, Nelke, bisschen Piment und ab in den Ofen. 1,5 Stunden sind rum und da sind sie. Carmen, füll mal hinein. 8 Rindsrouladen in geiler Soße. Unsere kleinen Freunde halten wir jetzt warm in einer vorgewärmten Auflaufform oder einem Anrichteggeschirr eurer Wahl. Weil die dürfen ja jetzt nicht kalt werden. Ich muss ja noch mal eben schnell
aus diesem Ansatz unsere Soße zaubern. Da ist unser Soßenansatz, da steckt jetzt die ganze Kraft unserer Rouladen drin und von unserem Gemüse. Wir passieren das so gut es geht hier durch, bis es trocken ist. Ich habe ein wenig Pasta dazu gekocht. Der Spieß kommt natürlich als letztes noch heraus. Da unten sehen wir ein bisschen was von der Gurke. Und dann habe ich hier unsere Soße, den Rest noch aus dem Gemüse heraus passiert. Das gießen wir jetzt hier lecker über die Rindsrouladen. Oh, nicht über den Rotkohl, Herr Hofmann. Das ist dann, wenn man für die Kamera arbeitet. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber es hat noch funktioniert. Das ging doch schnell. Das Zusammenrollen macht Spaß, das Anbraten auch. Der Rest passiert im Ofen. Ein feines Gericht nach Großmutters Küche. So simpel und ihr werdet feststellen, es ist auch noch günstig. So, ich habe sie einmal durchgeschnitten. Hier sehen wir das kleine Stückchen Gurke. Hier drin ist dieser fette Speck, ganz gut zu erkennen. Wer ihn nicht mag, so wie Carmen, nimmt ihn dann einfach zur Seite, kein Problem. Aber ihr seht, er ist total geschmolzen und er bringt uns Saftigkeit in unsere Rindsroulade hinein. Jetzt wollen wir das mal probieren. Oh, sie ist so herrlich zart. 1,5 Stunden war sie im Ofen. Es ist wie immer, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Geschmeckt. Also, ich habe feiner Rindgeschmack, logisch. Ist ja auch bestes Rindfleisch aus der Keule. Diese ganz leichte Senfnote, dann diese leichte Säure von der Gurke. Den Speck schmecke ich nicht wirklich, nein, aber im Zusammenspiel mit der Soße, die ja auch ein bisschen süßlich ist durch die Karotten und durch die Zwiebeln, einfach unglaublich. So einfach kann die Küche sein. Carmen, hinter der Kamera, hallo Carmen. Hallo. Freust du dich schon? Ja, und ich bin echt gespannt, ob die schmeckt wie bei Mutti. Das ist ein hoher Anspruch. Carmen hinter der Kamera, Kalle vor der Kamera. Wir sagen viel Spaß beim Nachkochen. Weitere Rezepte werden eingeblendet, wie immer. Wir haben euch lieb. Bleibt am Ball. Tschüss.